Willkommen bei Startup Take-Off, Your Way to Entrepreneurship in Germany, einem Podcast für Studierende mit Zuwanderungsgeschichte, die in Deutschland ein Startup gründen wollen. Mein Name ist Camila Muñoz und in dieser Folge werden wir uns auf Social Entrepreneurship und Frauen im Unternehmertum konzentrieren. Wie bereits in der Pilotfolge erwähnt, gehört dieser Podcast zum Projekt International Career Service Rhein-Main. Dort gibt es auch Mentoring, Coaching, Veranstaltungen, Seminare und Workshops zu Themen wie Berufseinstieg und Entrepreneurship. Eines der Seminare heißt Social Entrepreneurship, especially Females, und wird von der Hochschule Rhein-Main organisiert. Dafür kooperieren sie mit dem Zentrum für Beruf und Existenzgründung Berufswege für Frauen in Wiesbaden. Im ersten Teil dieser Folge werden wir erfahren, was Social Entrepreneurship ist und uns dabei auf die Arbeit von Berufswege für Frauen fokussieren. Und im zweiten Teil reden wir mit einem Mitarbeiter der Hochschule Rhein-Main, der das Seminar koordiniert, sowie mit 2 Studentinnen, die daran teilgenommen haben. So kriegen wir einen Überblick, wie diese Konzepte im Hochschulkontext umgesetzt werden. Wir fangen jetzt mit der Arbeit von Berufswege für Frauen an. Hallo, ich bin Katja Streck. Ich arbeite bei Berufswege für Frauen und bin hier zum einen eine der beiden Geschäftsführerinnen, zum anderen bin ich die Projektleiterin für den Bereich Existenzgründung. Hallo, ich bin Christine Gedieger und ich bin Mitarbeiterin im Bereich Existenzgründung bei Berufswege für Frauen und im Team Digital Guides, Erasmus Plus und Exit, genau. Berufswege für Frauen gibt es jetzt seit 36 Jahren. Seit 36 Jahren unterstützen wir Frauen in ihrem Beruf oder auf ihrem beruflichen Weg. Das kann das Thema Wiedereinstieg in den Beruf sein, nach einer wie auch immer gearteten Pause, ob das Erziehungszeiten sind, Pflegezeiten oder Auszeiten. Da unterstützen wir sie, wenn sie einsteigen in den Beruf oder wenn sie sich auch im Beruf entwickeln wollen, wenn sie die nächste Karrieremöglichkeit annehmen wollen oder auch wenn es Konflikte im Beruf gibt. Und genauso ist eines unserer Standbeine das Thema Existenzgründung. Da unterstützen wir Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Also wir begleiten sie auf dem ganzen Weg, von der Idee über die Realisation, was dann das Gründungsthema eben betrifft. Also ob das Businessplan schreiben ist oder auch Fachworkshops zum Thema Marketing, Steuern, Recht, alles Mögliche, alles, was man braucht. Wir haben Vernetzungsangebote, wo sich die Gründerinnen untereinander vernetzen. Wir haben Einzelberatungen und begleiten die Frauen auch mit einem Mentoring-Programm gerne über die Gründung hinaus, wenn sie dann am Markt sind und das einfach, ich sag mal, Austauschbedarf gibt. Also wir sind da sehr gerne an ihrer Seite. Vernetzen auch in die Stadt hinein. Wir haben selbst ein großes Netzwerk mit der gesamten mit allen Gründungsunterstützern und wenn wir nicht mehr weiter wissen, kennen wir meistens jemand, wo wir hinverweisen können, wo die Frau dann hingehen kann und eben auch dort Beratung, Unterstützung bekommt. Und das vor allem für alle Frauen, Genau. Also ob Migrantinnen oder hier aufgewachsen, hier schon lange lebend, mit deutschen Wurzeln, je nachdem. Also alle Frauen sind herzlich willkommen. Akademikerinnen oder auch Nicht-Akademikerinnen. Ungelernte also Frauen. Genau. Social Entrepreneurship ist eine Art von Unternehmen, die sich darauf konzentriert, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun, während sie gleichzeitig profitabel bleibt. Hier haben soziale Unternehmerinnen und Unternehmer innovative Ideen, mit denen sie die Welt ein bisschen besser machen wollen. Das kann zum Beispiel die Bekämpfung von Armut sein, der Schutz der Umwelt oder die Förderung von Bildung und Gesundheit. Die Sustainable Development Goals bieten oft eine gute Orientierung. Aber wenn man Unternehmen mit sozialem Mehrwert gründen will, gibt es einiges zu beachten. Bei Berufswege für Frauen haben Sie damit schon Erfahrungen gemacht. Bei uns docken sehr viele Frauen an, die gründen möchten mit gesellschaftlicher Wirkung, mit Impact. Und gesamtgesellschaftlich ist es auch wichtig, dass wir uns mehr verantwortlich zeigen für soziale Probleme. Und ich finde es ganz spannend, dass viele Gründungen in den Bereich der Lösung dieser sozialen Probleme geht. Und das unterstützen wir natürlich besonders gerne.
Also wichtig ist natürlich die Wirkung, dieser Impact. Was kann ich mit meinem Vorhaben bewegen? Grundsätzlich, wenn ich gründe, ist es ja auch wichtig, gibt es das schon? Habe ich ein Alleinstellungsmerkmal? Wie kann ich mich auf dem Markt breit machen? Und ganz besonders wichtig in Deutschland finde ich, dass ein Fokus darauf gesetzt wird, dass es eben kein Ehrenamt ist, sondern dass diese Gründungen auch die Gründer ernähren sollten. Also dass es in Deutschland wird immer viel im Ehrenamt gemacht und viel im Ehrenamt erwartet. Und gerade bei den ganzen sozialen Themen ist es immer ein großer Punkt. Und ich finde es wichtig, dass man auch mit einer sozialen Gründung Geld verdienen kann. Also das ist tatsächlich etwas, wenn ich ein Unternehmen gründe mit sozialem Mehrwert, dann ist es oft so, dass eben Ehrenamt erwartet wird, ja, worauf ich auch achten muss, ist einfach, dass ich mich selbst nicht ausbeute. Das ist also tatsächlich ein Thema. Wenn wir etwas machen, wofür wir brennen, dann sind wir schnell dabei, dass wir sagen, ach, das macht doch gar nichts, kann 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten, kein Problem. Da sollte man einfach aufpassen, dass die Work-Life-Balance stimmt und wirklich schauen, kann ich damit Geld verdienen und wie kann ich damit Geld verdienen? Also nicht einfach, ach ja, das ist ganz schön und ich will das einfach machen, aber im Endeffekt kann ich dann nicht davon leben. Und vor allem bei Frauen ist es ganz oft so, dass die dann hingehen und sagen, ja, da reicht mir ja so und so viel Stundenlohn und einfach die Gefahr dann eben tatsächlich in der Altersarmut abzurutschen. Also wirklich schon früh zu überlegen, dass ich auch das Geld kriege, was ich verdiene. Also dass ich eben wirklich davon leben kann und auch für später vorsorgen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Und da ist natürlich der Businessplan auch immer ein gutes Tool, um sich das mal aufzuschreiben. Und die Vereinbarkeit, weil gerade Frauen haben viele Rollen und haben nicht nur ein Business, das sie nach vorne bringen wollen. Oft kommt noch das Thema Familienplanung dazu oder Pflege von Angehörigen. Und die Vereinbarkeit dieser ganzen Rollen, die ist auch wichtig im Blick zu behalten, dass man dass Frauen nicht nur mit ihrem Vorhaben Gutes tut und einen guten, vielleicht einen Output hat oder eine gesellschaftliche Wirkung, einen tollen Impact erzielt, sondern wie Christine sagt, dass sie davon leben kann, dass sie ihr Leben vereinbaren kann mit all ihren vielen Rollen und dass sie mit all dem, was da auf sie zukommt, letztlich glücklich und zufrieden ist. Frauen sind immer noch im Gründungsökosystem unterrepräsentiert, wie in anderen Bereichen. Habt ihr vielleicht eine Tendenz entdeckt? Oder hat sich unsere Gesellschaft geändert? Also Frauen sind im Thema Gründung schon immer unterrepräsentiert. Es tut sich sehr viel. Es gibt auch sehr viel Bewegung, um Frauen zum Gründen zu bringen. Es gibt sehr viele Konzepte. Was wir bei Berufswege beobachten, ist, dass die Frauen, die mit uns gründen oder über uns gründen oder mit unserer Unterstützung gründen, sehr, sehr klein gründen. Also nicht bereit sind, große Kredite aufzunehmen, Sie versuchen, ihre Gründung so, ich sag mal, sicher wie möglich zu machen, also ohne viel Fremdkapital. Aber das sind die Frauen, die bei uns ankommen. Es gibt natürlich auch Gründerinnen, die größer gründen, aber die Tendenz ist, dass Frauen zum einen im sozialen Bereich gründen und zum anderen nach wie vor unterrepräsentiert sind. Es gibt aber zum Beispiel auch Untersuchungen darüber, dass reine Frauenteams oder einzelne Frauen immer noch nicht so leicht Kredite bekommen wie Männer. Das ist einfach ein Problem, dass den Frauen vielleicht nicht so zugetraut wird, was sie vorhaben, dass sie es vielleicht einfach noch nicht lang genug machen oder dass sie vielleicht auch tendenziell nicht so fordernd mit den Möglichkeiten umgehen, die sich letztlich auf dem Gründungsmarkt bieten. Ja, Frauen, also oft ist es so, dieses Thema, Frauen gründen so weichere Sachen, ja, das ist, und meistens auch solo selbstständig, also nicht mit vielen zusammen. Oft in dem Beratungsbereich, Dienstleistungsbereich. Und das ist zumindest habe ich immer so das Gefühl, ist bei vielen Banken, das ist dann nicht innovativ genug, das bringt der Wirtschaft eh nichts. Und ob das was wird, ja, das ist dann halt auch immer so eine, ja, also sie sind da sehr kritisch. Und was wir außerdem beobachten, dass die Frauen, die bei uns ankommen, viel in der Teilselbstständigkeit gründen, also dass sie zum einen eine Festanstellung haben, wo sie, ich sage immer, ihr monatliches Grundrauschen haben, wo sie ein Gehalt haben, mit dem sie eben ihr Risiko der Selbstständigkeit minimieren. Das finde ich ist eine tolle Idee, um sich auszuprobieren im Thema Gründen.
Ich finde aber auf der anderen Seite auch, dass manche Themen einfach eine volle Aufmerksamkeit brauchen. Und oft ist es so, dass dieses Splitting, wir nennen es zweimal erfolgreich sein, dass es oft in beiden Bereichen nicht genug Energie von der Gründerin bekommt. Es gibt viele Ideen, die brauchen eine volle Aufmerksamkeit und vielleicht auch ein volles Risiko, um dann aber auch wirklich ins Fliegen zu kommen. Dieses etwas Softere, was Christine ja auch gerade gesagt hat, das ist oft sehr, sehr gut und das ist auch sicherer vielleicht, aber es hält vielleicht den Erfolg an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kleiner. So, das macht es natürlich tatsächlich auch wieder schwieriger, wenn wir wieder an die vielen Rollen denken, die Frauen haben. Ja, das ist dann habe ich nicht nur 2 Rollen als Angestellte und Selbstständige, sondern dann kommt auch noch hinzu vielleicht die Familie und so weiter. Und irgendwann bleibt die Person Frau dann auch irgendwie oder Gründerin oder Angestellte einfach auch auf der Strecke. Und ihr arbeitet auch mit vielen Frauen, die Migrationsgeschichten haben. Wie schätzt ihr ein die Situation von Frauen, die aus anderen Ländern kommen und hier in Deutschland gründen wollen? Also zum einen bin ich immer begeistert, dass Frauen aus anderen Ländern eine wahnsinnige Power haben und ganz viel Lust haben, das anzugehen. Auf der anderen Seite ist für diese Frauen die bürokratische Hürde, die sich in Deutschland ergibt, oft scheinbar nicht zu bewältigen. Also angefangen vom Finanzamt über das Buchhaltungsthema, Dinge wie Datenschutzgrundverordnung und sowas. Das sind Themen, die viele Frauen stark verunsichern und wo es der Beratung bedarf, der Aufklärung bedarf und vor allen Dingen auch ganz viel Networking bedarf, weil wenn sie sehen, andere haben es auch geschafft und auch gemacht oder diesen und diesen Weg eingeschlagen, das hilft sehr oft, um zu sagen, okay, das schaffe ich auch. Aber diese bürokratische Hürde ist in Deutschland besonders hoch und teilweise beängstigend. Und deshalb können wir immer nur sagen, kommt zu den Angeboten, die es gibt, also Berufswege für Frauen, aber es gibt auch noch viele andere Angebote in Wiesbaden, die Wirtschaftsförderung der Stadt und so weiter, um euch zu vernetzen, um wirklich euch Hilfe zu holen. Also das ist immer das, also das gilt im Grunde für alle Frauen, aber speziell eben auch für Frauen, die nach Deutschland migriert sind, um eben das nicht alleine stemmen zu müssen, sondern es gibt für alles eine Unterstützung. Insofern ist das einfach ein Appell, den wir geben können. Und es gibt so viele tolle Chancen, weil wir haben, die Frauen, die zu uns kommen, die bringen so viel mit. Und dann werden solche Abschlüsse oft nicht anerkannt. Und dann haben die tolle Ideen, eine tolle, eine super Ausbildung und so weiter. Und dann scheitern sie schon daran, dass die Arbeitsagentur sagt, das wird hier nicht anerkannt, da können sie nicht arbeiten. So. Und das kann ich als Selbstständige ja dann doch wieder tun vielleicht. Also insofern einfach die Angebote annehmen, die es gibt und dann läuft das, fliegt das, wie Katja immer sagt. Und das sind Frauen aus verschiedenen Hintergründen, Kulturen und alles. Wie wichtig ist das eigentlich, also Interkulturalität im Bereich Gründung? Eine Interkulturalität bedeutet natürlich immer eine Vielfalt, ob das auf dem Gründungsmarkt ist, ob das auf dem Angestelltenmarkt ist, wo auch immer. Also wenn viele Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen, gibt es immer eine große Bereicherung von vielen unterschiedlichen Dingen. Und so ist es eben auch beim Thema Gründen oder eben auch bei den Frauen, die bei uns hier ankommen. Also man nützt Synergien, ja. Es ist so, die Frauen helfen sich gegenseitig, lernen voneinander. Das macht das Ganze auch, da kommt einfach viel mehr Kraft dabei rum, ja, weil die eine kann vielleicht das besser und hat vielleicht auch durch so einen speziellen Hintergrund ganz anderen Blick auf bestimmte Dinge und kann dadurch vielleicht etwas nach vorne bringen, was die andere Frau alleine nicht geschafft hätte. Also insofern, das ist ich finde Interkulturalität einfach unglaublich bereichernd für alle. Ja. Und gerade im Social Entrepreneurship Bereich, glaube ich, ist das überhaupt unerlässlich, dieser Perspektivwechsel auch mal. Und was brauchen Frauen, um sich mehr zu beteiligen im Gründungsökosystem? Zum einen Vorbilder. Ich finde, die Frauen, die tatsächlich gründen, dürften damit viel lauter sein und viel präsenter werden. Zum anderen, ja, Fördermöglichkeiten, angefangen von speziellen Krediten, aber eben auch dieses
dieses Thema zum Beispiel, was passiert eigentlich, wenn ich Unternehmerin bin und mich entscheide, ein Kind zu bekommen. Das ist ein Thema, das ja auch gerade vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima sehr intensiv angeschaut wird. Gibt es dann einen Mutterschutz für Unternehmerinnen? Wie ist der gestaltet und so weiter? Weil ich auch häufig in meiner Beratung erlebe, dass die Frauen sagen, entweder wenn ich gründe, ist das Thema Familie für mich ausgeschlossen, weil das funktioniert ja dann nicht. Oder sie sagen, jetzt kommt erstmal meine Familienplanung und dann kommt vielleicht die Gründung, was aber dann manchmal auch so viel Zeit mit sich bringt, dass sie dann doch nicht ins Tun kommen. Also dieses Thema, wie kann ich als Frau diese Herausforderungen, die ich so für mein Leben plane, mit der Existenzgründung verbinden oder mit der Selbstständigkeit, da dürfte es in meinen Augen noch mehr Unterstützung geben. Und das würde die Frauen sicherlich unterstützen und es ihnen leichter machen. Also das sehe ich auch so, allein das Thema Elternzeit, ja. Wenn Frauen, die angestellt sind, Elternzeit nehmen, bekommen sie Geld vom Staat. Wenn selbstständige Frauen das machen, bekommen sie gar nichts, sondern müssen sehen, wo sie bleiben. Also solche Themen, dass man da ähnlich wie bei der Arbeitsagentur, also wenn man freiwillig in die Arbeitsagentur einzahlt und als Akademikerin sich selbstständig gemacht hat und das dann nicht funktioniert oder man dann eben arbeitslos gemeldet wird, gibt es ein Durchschnittsarbeitslosengeld für was eine Akademikerin bekommen würde, wäre sie angestellt gewesen davor. Also sowas wäre dann auch schön vielleicht für eine Elternzeit. Und dann glaube ich, muss einfach auch die Medienwelt ein bisschen mehr da reingehen. Also tatsächlich dieses Thema Role Models zu zeigen, die sowas gemacht haben, die das geschafft haben. Und zum Schluss, welche Tipps würdet ihr Menschen geben, die Interesse haben an Gründung und vor allem mit sozialem Mehrwert? Mein Tipp ist immer machen, weil nur wenn ich es versucht habe, weiß ich auch, ob es fliegen kann. Und ich stelle so fest in meiner Beratung, wenn die Idee da ist, ich möchte gründen und ich trage die mit mir, dann ist sie einfach irgendwann so weit, dass ich es ausprobieren muss. Ansonsten glaube ich, dass man sich irgendwann vorwirft, ich habe es nicht versucht. Und wenn wirklich eine tolle Idee da ist, ich die geprüft habe, ich bin eine große Verfechterin des Businessplans, wenn ich den Businessplan geschrieben habe, mir angeschaut habe, ist es eine Idee, die mich ernähren kann, komme ich da mit meinem Zeitmanagement hin, kriege ich das alles gestemmt? Habe ich die Kunden, die mein Produkt oder meine Dienstleistung kaufen würden, dann finde ich, darf es eigentlich nichts geben, was mich hält, sondern dann es auszuprobieren, mich vernetzen und fliegen lernen und wissen, es funktioniert. Und es wird sicherlich nie so sein, wenn ich heute gründe, dass es in 1 oder in 2 oder in 5 Jahren noch genauso ist. Auch das Zutrauen, dass ich auch das verändern darf, wie alles im Leben. Ich gründe heute mit was und dann passieren ganz viele Dinge und dann kann ich mein Konzept immer wieder anpassen und adaptieren. Und das Zutrauen, dass ich es schaffe, wenn ich das mache, wenn ich mich auf den Weg begebe, das finde ich wichtig. Und da ist es gut, Menschen um sich zu haben, die das gleiche Vertrauen haben in die Gründerin, die unterstützen und die diesen Erfolg dann auch mit feiern. Genau, also das kann ich nur so bestätigen, tut euch zusammen. Ja, also holt euch die Hilfe, die ihr braucht, geht hin und macht es, probiert es aus und seid mutig. Wir haben schon gehört, dass Frauen in der Gründerszene unterrepräsentiert sind. Deshalb ist es besonders wichtig für die junge Generation, dass ihr Einsatz für mehr Gleichheit in der Gesellschaft etwas bringt. Die Hochschule Rhein-Main möchte mit dem Seminar Social Entrepreneurship, especially Females, dazu etwas beitragen. So können sich Studentinnen insbesondere mit Migrationsgeschichte für das Gründen mit Impact begeistern. Wir hören jetzt, wie das Seminar entstanden ist und welche wertvolle Erfahrungen 2 Studentinnen dabei gemacht haben. Mein Name ist Manuel Vogler. Ich bin an der Hochschule Rhein-Main im International Career Service Rhein-Main. Das ist ein Drittmittelprojekt, das ich dort koordiniere
und das Seminar Social Entrepreneurship mitgestalte. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Worum geht das? Das Thema Gründung ist auch an den Hochschulen schon lange im Fokus und wird häufig auch als Teil der Third Mission neben Wissenschaft und Lehre gesehen. Und so hat sich das Lehr-Lernzentrum an der Hochschule Rhein-Main gemeinsam mit der Expertise von Berufswege für Frauen in der Gründung zusammengetan und das Seminar im Angebot des International Career Service Rhein-Main ausgedacht. Und das Seminar ist eine Mischung aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen zu ganz verschiedenen Themen, die Gründung betreffen. Es gibt einen ganz großen Ideenworkshop, der mit Lego Serious Play umgesetzt wird. Das ist eine Methode, wo man mit Lego-Steinen abstrakt oder auch nicht abstrakt Ideen nachbilden kann und Fragen beantworten kann. Und damit haben wir uns gemeinsam mit den Studentinnen die Gründungsideen oder vielleicht auch Ideen, die noch gar nicht so im Kopf waren, aber die ein Problem lösen wollten, angeschaut und über die 2 Wochen gesammelt, dann die Idee immer weiter ausgebaut und uns angeschaut, was betrifft das Thema Finanzierung, wie sieht's aus mit dem Thema, wenn ich Zweifel an der Idee habe. Und warum wir das Seminar uns überlegt haben, ist, dass Studentinnen oder Studierende insgesamt häufig in einer Phase sind, wo sie noch nicht unbedingt ihren Lebensweg festgelegt haben und oft noch so etwas in der Schwebe sind und es sich vor allem dort auch anbietet, mal eine Idee öfter zu durchdenken und vielleicht auch mal das Risiko einzugehen der Gründung. Wir haben es vorhin schon gehört, Risiko ist ein Riesenthema und gerade wenn man vielleicht noch jünger ist, weniger Verpflichtungen hat, kann man auch dieses Risiko manchmal leichter eingehen, auch wenn das natürlich nicht für alle Studierenden an unserer Hochschule gilt. Und gerade auch das Thema Networking ist an der Hochschule sehr groß geschrieben, weil es in alle Fachbereiche und über die Fachbereiche hinaus im ganzen Rhein-Main-Gebiet verschiedene Vernetzungen beim Thema Gründung und Hochschule gibt. Hallo, mein Name ist Tina Jawali, ich bin 21 Jahre alt und studiere Baumanagement an der Hochschule Rhein-Main. Ich bin Lucia Saraiva, ich studiere Media Conception and Production. Was hat euch motiviert, an dem Seminar teilzunehmen? Also für mich war es schon immer klar, seitdem ich klein bin, dass ich selbstständig werden möchte. Und es gab für mich natürlich, gibt's immer noch viele Bedenken, viele Sorgen bezüglich Risikofinanzen. Hier ist natürlich die Möglichkeit dafür da, dass man seine Fragen klärt und dass man sich Unterstützung holt. Und ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr große Schritte Richtung Selbstständigkeit vornehmen. Bei mir war es, ich bin da ganz ehrlich, relativ zufällig. Ich mache jedes Semester auf jeden Fall Kurse von der Hochschule Rhein-Main, aber dadurch, dass im Titel auch Especially Females stand, hat mich das noch mehr dazu bewegt, mich anzumelden. Hattet ihr Vorerfahrungen mit dem Thema Gründung oder bereits eine Geschäftsidee? Also in meinem Studiengang wird uns sehr nahegelegt, uns selbstständig zu machen. Das bietet sich im medialen Bereich auch sehr gut an. Und ich habe auch einen intensiven Kurs gehabt, in dem wir das wirklich gelernt haben, auch unterschiedliche Geschäftsformen, die es gibt und ähnliches. Aber ich sage jetzt mal relativ spontan etwas Eigenes aufgebaut, habe es aber schnell dann wieder zur Seite gelegt und mich dann eher wieder auf mein Studium konzentriert. Ich plane mit meiner Schwester gemeinsam erstmal einen audiovisuellen Podcast zu machen, auch ausschließlich für Frauen, die sich den jederzeit anhören können. Wir wollen auch das filmen und einfach unsere Erfahrungen mitbringen, beziehungsweise weitergeben. Und ich werde auch ganz viele Frauen einladen. Also es wird nicht nur ein Monolog sein, sondern wir gehen ins Gespräch und genau. Für mich gibt es keine Erfahrungen, also das war wirklich nur nebenbei, habe ich versucht, was zu gründen, aber wie gesagt, gab es viele Bedenken, viele Sorgen, deshalb würde ich sagen, dass es sehr, sehr kleine Erfahrungen sind. Eine Geschäftsidee ist auf jeden Fall vorhanden. Also meine Geschäftsidee ist, dass viele Frauen ein Problem damit haben, Modeschmuck zu kaufen und der schnell anläuft und deshalb müssen sie den Schmuck ständig wegschmeißen und neuen Schmuck kaufen.
Daher ist meine Idee als Lösung dafür, dass ich nachhaltigen Schmuck produziere und für günstige Preise an die Frauen verkaufe, dass sie den Schmuck langfristig tragen und der Schmuck auch wasserfest bleibt, gleichzeitig schön aussieht und hochwertig ist. Und wie ist das Seminar verlaufen? Was war eure wichtigste Lernerfahrung? Also ich kann sagen, das Seminar hat begonnen mit einem Brainstorming und endete für mich persönlich mit einem klaren Ziel. Am Anfang waren meine Gedanken durcheinander und wir haben durch das Coaching und durch die Betreuung unsere Gedanken ordnen können. Und dadurch kam ich dann beim Ende des Seminars zu einem klaren Ziel. Das nimmt einem sehr viel Angst weg. Und die Unterstützung, die man dabei hat, das hilft einem unnormal. Das merkt man selbst nicht. Aber am Ende des Seminars, wenn man zurückblickt und sich vergleicht mit meinem Ich am Anfang des Seminars und am Ende des Seminars, dann sieht man den Unterschied auf jeden Fall. Deshalb, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich schließe mich dem an. Also es lief auch sehr geradlinig und man hat auf jeden Fall gelernt, dass man mit seinen Ängsten, die man vielleicht hat, gar nicht so alleine ist. Gerade zum Thema Gründung, aber auch vor allem wir als Frauen. Und man hat von Anfang bis zum Ende gemerkt, dass es sehr synergetisch ist, dass man einfach weiß, auch wenn man irgendwie nicht genau weiß, wie es weitergehen könnte, man hat ein Ziel vor Augen und das wird auch gefördert, wenn man aktiv daran arbeitet. Ich bin auch viel in Gesprächen seit einer Woche mit Freundinnen, die nicht unbedingt den akademischen Weg gegangen sind, und auch sehr viel gefragt haben, was ich genau im Kurs gemacht habe. Und man merkt auch direkt, wenn man ins Gespräch geht mit anderen Frauen, das Interesse ist direkt da. Und würdet ihr den Weg des Unternehmertums nach Abschluss des Studiums gerne weitergehen? Also du hast gesagt ja, aber vielleicht was sind die nächsten Schritte für euch? Ja, auf jeden Fall, das ist mein Ziel. Die nächsten Schritte wären für mich, dass ich da wirklich dranbleibe und dass ich mich hier mit der Vernetzung, die ich hier mit mir aufgebaut habe, weiterhin in Kontakt bleibe und nach Unterstützung frage, bis ich wirklich dieses Jahr auf jeden Fall mein Ziel erreicht habe. Und dann könnte man sich überlegen, ob man nächstes Jahr und in den nächsten Jahren, nachdem man den Abschluss hat, ob man da sein Unternehmen quasi expandiert. Bei mir sieht das ganz ähnlich aus. Also wir haben ja den Geschäftsplan gemacht und ich würde es auf jeden Fall versuchen wollen. Ich habe mich für Stipendien beworben. Das ist auch alles innerhalb des Kurses passiert. Einfach nur, weil ich gehört habe, dass es so etwas gibt und ich würde es wirklich jedem empfehlen. Ich habe das Gefühl, dass Menschen sehr oft, Frauen vor allem auch, immer etwas sehr gut können und darin aufgehen, aber trotzdem ihre Energie anders investieren und daran dann scheitern. Deshalb würde ich jedem empfehlen, das ist mit Risiken behaftet, aber einfach mal zu versuchen, das zu tun, was sie eigentlich lieben und was ihnen sehr viel Energie gibt und was sie sehr glücklich macht. Dies war unsere Folge über Social Entrepreneurship mit Berufswege für Frauen und die Hochschule Rhein-Main. Weitere Informationen zum Seminar, wie zum Beispiel nächsten Termine und Anmeldungen, werden auf der Homepage des International Career Service Rhein-Main veröffentlicht werden. ics-rm.de. In den nächsten Monaten produzieren wir weitere Folgen mit wichtigen Tipps und inspirierenden Gründungsgeschichten. Startup Takeoff, Your Way to Entrepreneurship in Germany ist ein Podcast des International Career Service Rhein-Main. Ein Projekt für internationale Studierende oder Studierende mit Migrationsgeschichte, die in Deutschland arbeiten oder ein Startup gründen wollen. Das Projekt wird von der Europäischen Union und aus Mitteln des Landes Hessen gefördert. Um mehr über unsere Arbeit zu erfahren, besucht unsere Website unter ics-rm.de oder folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube. Ihr findet uns unter @ics_rm. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Monat.